Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des schweren Panzerspähwagens FU Sonderkraftfahrzeug 232 Sechsrad von Itellerie im Maßstab 1:35. Bei diesem Bausatz handelt es sich leider um keine Neuerscheinung, sondern um eine wieder aufgewärmte Bausatzform, die ursprünglich aus dem Jahr 2004 stammt und jetzt wieder auf den Markt gekommen ist. Da es allerdings von diesem Fahrzeug im Maßstab 1:35 nur diese eine Bausatzform gibt, ist uns das Ding trotzdem sehr willkommen, denn jeder, der sich dafür interessiert, kommt momentan an diesem Bausatz von Itellerie nicht vorbei. Abgesehen natürlich von einigen verwegenen und seltenen Resin-Bausätzen natürlich. Wie ihr euch sicher denken könnt, zündet dieser Bausatz kein Detailfeuerwerk und ist auch sonst eher einfach gestrickt. Da ich aber den Bausatz in einem früheren Kanalupdate schon mal gezeigt habe, wurde ich von einigen Zuschauern gebeten, den mal näher vorzustellen. Ja, und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe das Modell auch schon mal vor einigen Jahren gebaut, daher kann ich euch vielleicht auch etwas mehr dazu sagen, als das andere Bausatzauspacker können. Gehen wir kurz näher darauf ein, was wir genau vor uns haben. Wie schon gesagt, der Bausatz stammt aus dem Jahr 2004 und kam von Itellerie in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt. Die erste Version ist genau die gleiche, die wir hier vor uns haben. Die zweite Version war sozusagen die Luxusvariante des Bausatzes mit zusätzlichen Resin- und Fotoetzteilen. Das war auch der Bausatz, den ich vor einigen Jahren schon gebaut habe. Der war für damalige Verhältnisse extrem teuer und die Qualität der Resinteile ließ ziemlich zu wünschen übrig. Daher würde ich euch raten, um jene Bausatzvariante einen großen Bogen zu machen, außer ihr bekommt die wirklich günstig irgendwo auf dem Flohmarkt. Weiterhin ist der Grundbausatz in einer leicht verbesserten Variante bei Tamiya erhältlich, die ist aber hierzulande vergleichsweise teuer und daher nicht unbedingt die erste Wahl. Itellerie bietet uns hier die mehr oder weniger geläufigste Ausführung des Sonderkraftfahrzeug 232 Sechsrad von Büssing, hauptsächlich erkennbar an der Form des vorderen Kotflügels und den runden Radnabenabdeckungen an der Vorderachse. Diese Fahrzeuge wurden auch von Mercedes-Benz und Magirus gefertigt, die teilweise gravierende Unterschiede zu der Variante von Büssing aufwiesen. Das hat damit zu tun, dass verschiedene Fahrgestelle Verwendung fanden, eben die jeweiligen LKWs der 1,5 Tonnen Klasse von Büssing, Mercedes-Benz und Magirus. Wenn ihr euch also ein paar Referenzfotos anschaut, dann braucht ihr euch nicht über die teils erheblichen Abweichungen zwischen den Fahrzeugen untereinander und dem Modell wundern. Das hat alles mehr oder weniger so seine Richtigkeit. Die Fahrzeuge wurden zwischen 1933 und 1936 gefertigt und waren nur als Übergangslösung gedacht, bis eben bessere Panzerspähwagen verfügbar sein würden. Nach dem Frankreich-Feldzug wurden die Fahrzeuge bald aus den Kampfverbänden herausgezogen und durch die achträdrigen Nachfolger ersetzt. Soweit so gut, schauen wir jetzt mal rein in den Bausatz. Der Verpackungskarton ist im typischen Itellerie-Format, so wie wir das kennen, ist relativ dünnwandig, aber meines Erachtens nach stabil genug. Dann haben wir hier die Bauanleitung. Abziehbilder sind wieder mal nicht eingebeutelt. Das habe ich ja schon bei früheren Bausatzbesprechungen bemängelt bei Itellerie. Da wäre es wirklich wichtig, dass eine Folie drum wäre, um das zu schützen. Ja, die Bauteile dagegen, die sind ja hier eingeschweißt. Ja, 2 Beutel insgesamt mit, soweit ich das sehe, 4 Spritzlingen. Also ein ganz übersichtlicher Bausatz. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Bauanleitung. Hier vorne auf dem Deckblatt haben wir noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug in mehreren Sprachen, nämlich Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Russisch. Wobei ich da natürlich auch immer vorschlagen würde, da Fachliteratur zu konsultieren, wenn man es genau wissen will. Aber es ist schön, dass trotzdem ein bisschen was dabei ist. Ja, hier dann der Bauplan ist typisch Itellerie, hier so zum Ausklappen. Das ist natürlich sehr groß und sperrig. Ist nicht jedermanns Sache.
Ja, ich finde es okay, zumal ja auch die Abbildungen dann entsprechend groß sind. Also es hat nicht nur Nachteile. Dann haben wir hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Spritzlingen und eine Farbtabelle, die bezieht sich nur auf die Acrylfarben von Itellery. Ja, und dann geht hier der Zusammenbau los, und zwar hier mit dem gepanzerten Chassis. Das besteht aus einer Unterwanne und einer Oberwanne und einer Heckplatte, und wenn ich mich recht erinnere, war das damals das Hauptproblem bei dem Bausatz, als ich das zum ersten Mal gebaut habe. Diese Heckplatte hat wirklich sehr schlecht nur gepasst. Also da würde ich euch raten, besonders aufzupassen. Ja, dann haben wir hier noch diverse Luken und Klappen. Die sind alle nur geschlossen baubar, da die Scharniere angegossen sind. Das kann man aber leicht beheben, indem man eben die Scharniere entsprechend abtrennt und abwinkelt, und dann passt es. Wobei das nicht viel bringt, weil es gibt keine Inneneinrichtung, kein Motor, kein Kampfraum, nichts. Also da ist nichts zu sehen. Deswegen würde ich vielleicht nur diese seitlichen Einstiegsluken unten offen darstellen, da man da eigentlich kaum reinsehen kann. Oder wenn man halt irgendwie eine Figur einsetzen will. Ansonsten würde ich das doch eher geschlossen bauen. Dann haben wir hier noch zwei so Platten mit Zugösen, die wir biegen müssen. Das ist ein solides Plastikteil, lässt sich aber gut machen. Dann hier das Fahrgestell, der Rahmen mit den Blattfedern, Achsen und so weiter. Also ihr seht, das Ganze ist ziemlich einfach aufgebaut und erinnert vielleicht eher an den alten Itellery-Bausatz aus den 70er oder 80er Jahren. Da kann man auch sehen, wie Itellery sich so in den letzten 15 Jahren weiterentwickelt hat. Mittlerweile machen die ja doch deutlich bessere Bausätze von der Detaillierung her, einfach auch aufwendiger. Und der Bausatz hier, wie gesagt, aus dem Jahr 2004, da waren die ganzen Sachen doch noch etwas rudimentärer, würde ich mal sagen. Ja, dann bauen wir hier noch die Abgasanlage ein und komplettieren den Rahmen. Was das hier vorne sein soll, weiß ich nicht. Manche Fahrzeuge hatten da auch eine Rolle eingebaut, damit das Fahrzeug sich eben nicht festfährt. Das fehlt hier, scheint auch ein Merkmal zu sein von verschiedenen Baureihen oder Herstellern. Ob jetzt die Fahrzeuge von Büssing auch hatten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann werden hier die Reifen für die Hinterachse montiert, Doppelbereifung. Sind Plastikteile tatsächlich. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Diese Vinylreifen mag ja bekanntlich nicht jeder. Ich finde es okay, aber Plastik ist mir eigentlich auch lieber. Wobei die Reifen, wie wir sehen werden, jetzt nicht der Hit sind. Also da würde es sich auch lohnen, vielleicht Resinreifen zu verwenden, wenn man möchte. Ja, ist aber kein Muss. Dann hier die Vorderachse. Kann man auch eingeschlagen bauen, die Räder. Hier dann diese runde Abdeckung der Radnabe, die eben typisch ist für die Fahrzeuge von Büssing. Die Fahrzeuge von Magirus hatten da eine sechseckige Abdeckung. Ja, genauso hier die Schutzbleche. Das ist hier die Form, wie es bei Büssing war. Bei Magirus war das mehr so übertrieben gesagt wie so ein Dreieck. Ja. Und das hier, ja, sag ich mal, ein bisschen wie so ein L geformt. Ja, Nummerntafel, hintere Schutzbleche werden noch eingebaut. Hier hinten dann noch Luken. Die könnte man sogar geöffnet bauen, so wie sie sind. Aber wie gesagt, möchte man eigentlich nicht, weil es gibt nichts zu sehen im Innenraum. Halterung für das Ersatzrad. Und dann werden hier noch jede Menge Details montiert, Staukästen, Notec Scheinwerfer, ja, dann hier diese Kühlergrillabdeckung ist jetzt hier einteilig gefertigt. Bei den echten Fahrzeugen waren diese Lamellen schwenkbar, wobei ich auch Fotos gesehen habe von diesen Fahrzeugen, wo es aussieht, als ob das fix wäre.
Wie gesagt, da gab es anscheinend viele Varianten und kleine Detailänderungen. Ja, dann hier noch mehr Anbauteile, Werkzeuge, Scheinwerfer und so weiter. Und dann kommen wir hier zum Turm. Auch der ist relativ einfach gestrickt, besteht aus wenigen Teilen. Luken können geöffnet oder geschlossen gebaut werden, je nachdem. Geschützrohr liegt als Plastikteil bei, ist nicht jedermanns Sache. Und für die Funkausführung sollen wir hier Löcher bohren, damit man da eben die Stützstreben montieren kann. Man kann aber dieses Fahrzeug auch ohne diese Rahmenantenne bauen. Dann wäre es ein Sonderkraftfahrzeug 231, also der ganz normale Panzerspähwagen ohne diese Funkausrüstung. Also kann man hier auch problemlos bauen. Und dann eben hier diese Rahmenantenne mit diesem doch recht komplizierten Gestell, wo eben auch ein Drehmechanismus beinhaltet war, damit eben der Geschützturm sich wirklich komplett drehen konnte. Ganz interessant, irgendwie so eine typisch deutsche Lösung. Ja, und dann kommen wir zu der Bemalungs- und Markierungsanleitung. Da schlägt uns Itellerie insgesamt 4 Varianten vor. Hier die erste Variante, 2. Panzerdivision, Frankreich 1940. Zweite Variante, 3. Panzerdivision, Frankreich 1940. Dritte Version, unbekannte Einheit Polen 1939. Und die 4. eine Übung war das anscheinend 1937 in Deutschland. Ja, alle Fahrzeuge in Grau gehalten. Das ist natürlich für dieses Fahrzeug reichlich inkorrekt. Müsste sich eigentlich mittlerweile herumgesprochen haben, dass bis 1940 eigentlich diese Fahrzeuge der Wehrmacht alle abgetarnt waren. Bis ins Jahr 1934 gab es ja noch diesen Reichswehr-Buntfarbenanstrich. Würde für diese Fahrzeuge eigentlich auch passen. Zwischen 1934 und 1940 war es üblich, diese Fahrzeuge abzutarnen, und zwar mit dunkelbraun und dunkelgrau. Und zwar so, dass das Dunkelbraun ungefähr 1/3 der Fläche bedeckt hat. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich bekannt. Warum das hier einfach völlig ignoriert wird, weiß ich nicht. Ist schade, aber dieses Tarnschema ist auf jeden Fall sehr einfach umzusetzen. Habe ich ja bei meinem ersten Modell auch schon so gemacht. Und meines Erachtens ist es bei so einem Fahrzeug aus dieser Epoche auf jeden Fall Pflicht, damit es wirklich vorbildgerecht ist. Immerhin ist die Bemalungsanleitung in Farbe, das ist doch auch schon mal was. Ja, und insgesamt würde ich mal sagen, ja, die Bauanleitung, die ist okay, damit kann man arbeiten. Große Abbildungen, nicht zu viele Bauteile in jedem Bauschritt. Also ich denke, durchaus auch für Anfänger geeignet, dieser Bausatz. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling A, ziemlich groß, und da finden wir eigentlich die Hauptteile des Fahrzeugs, was es eben ausmacht, nämlich die Wanne und den Turm und noch ein paar Anbauteile eben dafür. Ja, wie wir sehen können, wir haben hier oben Schweißnähte angedeutet. Die sind okay, aber jetzt nicht das Schönste überhaupt. Aber naja, wie gesagt, man braucht hier kein Detailfeuerwerk zu erwarten. Ja, hier die Unterseite, da sind viele Sachen, sag ich mal, schon angegossen und angedeutet. Motor, ja, und so weiter. Also da kommt halt eigentlich nur der Rahmen drauf und ein Abgasrohr, Achsen, und das war's schon. Also schon sehr rudimentär das Ganze. Aber Fertigungsqualität scheint eigentlich ganz okay zu sein. Also ich sehe keine Sinkstellen, vielleicht ein bisschen Fischhaut und Grat hier und da, aber nichts Gravierendes. Der Turm,
ja, wie gesagt, das ist halt, sag ich mal, Standard von 1970 oder 1980. Aber wenn man eben dieses Fahrzeug bauen will, hat man momentan kaum Alternativen, sage ich mal. Schutzbleche, ja, hier natürlich dicke Aufprägungen, wo dann irgendwelche Teile montiert werden sollen. Ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es nicht schlimm. Ja, Auswerfer innen, die sind aber groß und relativ flach. Also die kann man eigentlich rausschleifen. Also da braucht man nicht mal spachteln, einfach rausschleifen. Kann auch nicht schaden, wenn diese klobigen Schutzbleche vielleicht ein bisschen dünner werden. So als Nebeneffekt. Hier dann der Fahrzeugrahmen, Blattfeder der Vorderachse ist schon angegossen. Ein paar Auswerfer innen, ja. Wie gesagt, wenn man da keine hohen Erwartungen hat, dann passt es schon. Also ist halt so ein typischer Itellerie-Bausatz von früher, sage ich jetzt mal. Man kann aber was draus machen. Hier der Spritzling B. Hier finden wir hauptsächlich diverse Kleinteile und ja, einfach Komponenten, die hier und da Verwendung finden. Da sticht zuallererst natürlich hier diese große Rahmenantenne ins Auge mit den ganzen dazugehörigen Streben. Ja, man sieht ein bisschen Fischhaut ist vorhanden, aber das Teil ist relativ gerade und auch die Streben, das passt eigentlich. Ein paar dicke Angüsse, sage ich jetzt mal, aber die sind, glaube ich, was es das Auslösen und Versäubern angeht, das ist machbar und nicht zu aufwendig. Hier innen haben wir Auswerfer auf diesen Streben. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Anbauteile rangehören oder was das ist. Ich glaube, das ist zum Entfernen und das braucht man, um eben ja, dieses zentrale Lager hier zu montieren. Ja, ist okay, muss man einfach so sagen. Ja, dann hier ganzen Luken mit den angegossenen Scharnieren. Das ist natürlich schon ziemlich klobig. Kann man aber entsprechend abändern, wenn man möchte. Das hier ist der Ersatzreifen mit einer Abdeckung. Sieht ein bisschen spielzeugmäßig aus, würde ich vielleicht versuchen zu ersetzen oder zumindest abzuändern. Ja, das hier sind die Seeklappen. Ja, das sind weiche Details hier. Nicht sehr scharf wiedergegeben. Ja, man ist halt heute auch ein bisschen verwöhnter, muss man auch sagen. Das hier ist die Heckplatte, die bei dem ersten Bausatz, den ich da gebaut habe von diesem Fahrzeug, sehr schlecht nur gepasst hat. Und wenn man da schaut hier, diese Klebeflächen, die sind halt auch nicht eben Fischhautgrad. Ja, da muss man auf jeden Fall viel trocken passen, damit es dann wirklich hinhaut am Ende. Ja, Staukästen hier, Antriebswelle, die Werkzeuge, hier so eine Spitzhacke, ja gut, die Werkzeughalterungen sind natürlich ein Witz. Also, das ist nicht mehr zeitgemäß natürlich, auch hier bei den beiden anderen Werkzeugen. Das geht heute nicht mehr. Sollte man versuchen zu ersetzen. Am besten einfach irgendwelche Restteile nehmen. Bei Dragon die Werkzeughalterungen aus Kunststoff, die schon angegossen sind, die finde ich zum Beispiel absolut ausreichend. Wer will, kann natürlich noch mit Foto jetzt teilen, in die Vollen gehen. Und hier vorne die Panzerung für den Kühler. Wie erwähnt, diese Lamellen eigentlich zum Schwenken
Deswegen ist es auch überraschend, dass das hier so einteilig ausgeführt ist. Wie man sieht hier an den Kanten, das ist alles sehr rund gelutscht. Da würde man sich auf jeden Fall sehr scharfe Details wünschen. Mal gucken, was ich da mache. Ob ich da vielleicht auf Foto-Jetzt-Teile zurückgreife. Ja, oder ob ich das so akzeptiere, weiß ich nicht. Ja, ihr seht, ist kein Detailfeuerwerk, aber mit ein bisschen Eigeninitiative kann man hier und da doch, sag ich mal, eingreifen, und der Bausatz ist auf jeden Fall eine vernünftige Basis. Und dann haben wir hier noch den Spritzling C, der liegt doppelt bei, und da haben wir hauptsächlich die Bereifung dran. Ja. Wie steht's denn um die Reifen? Ja, eigentlich gar nicht schlecht detailliert. Ich hatte die irgendwie schlechter in Erinnerung. Das sind jetzt hier die Geländereifen. Deswegen eben sehr grob das Reifenprofil. Ist aber eigentlich ganz okay. Also gut, diese Beschriftung hier mit der Aufschrift eben Gelände, die ist vielleicht ein bisschen grob. Könnte man vielleicht ein bisschen flacher schleifen. Aber zumindest ist irgendein Detail vorhanden. Das ist ja schon mal was. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man eben die Hälften verklebt und dann mit einem relativ groben Schleifpapier drüber geht, dass das dann eigentlich schon verwendbar ist. Wobei natürlich Resinreifen doch mit Sicherheit die bessere Wahl sind, aber weiß ich jetzt auch nicht, was ich von halten soll. Macht keinen schlechten Eindruck. Was haben wir hier noch? Blattfeder für die Hinterachse. Das sind hier die Radnabenkappen für die Hinterräder. Auch nicht schlecht, wobei, ja, da ist jetzt keine gute Trennung vorhanden zwischen Bauteil und Spritzling. Muss man ein bisschen aufpassen. Peilstangen. Eigentlich auch nicht schlecht, dafür, dass sie aus Kunststoff sind. Gut, die Staukästen, die sind vielleicht ein bisschen rudimentär und vielleicht möchte man da auch einen offen darstellen oder so. Gut, ist jetzt hier so ohne weiteres nicht möglich. Ja, der Winker passt auch. Nee, macht keinen schlechten Eindruck tatsächlich. Überrascht mich ein bisschen. Ja, ich werde mal schauen, was so Ersatzräder hier kosten würden. Und wenn die einigermaßen, sag ich mal, in einem vernünftigen finanziellen Rahmen sich bewegen, dann werde ich die ersetzen. Und wenn nicht, ich denke, die Plastikreifen sind gar nicht verkehrt. Und zu guter Letzt noch der Abziehbilderbogen. Da bekommen wir jede Menge Nummerntafeln, Hoheitszeichen und taktische Abzeichen. Ja, die sind auf jeden Fall sauber gedruckt, kein Versatz zu sehen. Der Trägerfilm ist, wie man sehen kann, so klein, wie er nur eben sein kann. Das finde ich auch sehr vorteilhaft. Ja, gute Qualität. Also die Italiener sind ja bekannt für ihre guten Abziehbilder und der Ruf, der ist auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Also passt. Kann man ohne Bauchschmerzen verwenden. Da ich ja das Modell schon mal gebaut habe, möchte ich euch natürlich dann auch nicht vorenthalten, wie das dann aussieht, wenn der Bausatz beieinander ist. Ja, ich habe das Modell 2014 gebaut, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, eigentlich gar nicht schlecht, passt schon. Hier und da könnte man das vielleicht ein bisschen verbessern, aber prinzipiell, man kann was draus machen, wie man sehen kann. Hier hinten die Heckplatte, das ist alles sehr rund hier, hat eben damit zu tun, dass da eben die Passung sehr schlecht war und da musste ich viel spachteln und
Ist ein bisschen unschön, aber ja, das war so das Hauptproblem, was ich da eben feststellen konnte an diesem Bausatz. Das Kanonenrohr ist einfach das Kunststoffteil. Kann man eigentlich so verwenden, wie es ist. Ein Alurohr kann natürlich nie schaden, aber das Bausatzteil ist eigentlich nicht verkehrt. Also Mündung ist offen, passt schon, kann man verwenden. Gemessen an heutigen Standards ist der Bausatz natürlich sehr einfach gehalten, teilweise auch unterdetailliert, aber man muss eben sehen, der Bausatz ist einfach gegenwärtig alternativlos. Es gibt ein paar seltene und teure Resin-Bausätze davon, die aber, soweit ich das beurteilen kann, detailmäßig da jetzt nicht wirklich die Nase vorne haben. Die vereinzelten Detailschwächen kann man aber als engagierter Modellbauer auf jeden Fall ausgleichen. Da ist einfach ein bisschen Eigeninitiative gefragt. Kann man eben mit kleinen Änderungen dann doch viel rausholen. Ich würde auf jeden Fall die Werkzeuge ersetzen. Ein Alurohr kann nicht schaden, ist aber auch kein Muss, finde ich. Genauso wie neue Reifen. Die könnten das Modell aufwerten, aber die beinhalteten Reifen sind gar nicht schlecht. Also ja, ist so eine Gratwanderung, je nach Geschmack, würde ich mal sagen. Und wer es dann wirklich ganz gut meint, der kann sich ja dann noch einen großen Ätzteilsatz holen. Ist sicherlich auch nicht uninteressant, gerade für diese Kühlerpanzerung. Da würde ich sagen, würde ein Fotoätzteilsatz nicht schaden. Also ist eine solide Basis und ist auch der einzige vernünftige Bausatz von diesem Fahrzeug auf dem Markt. Daher hat der Bausatz auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ich bin da auch sehr froh drüber, dass der wieder verfügbar ist von Itellery direkt. Der Bausatz von Tamiya ist ja auch nur der Itellery Bausatz mit Figuren dabei und ein bisschen Zubehör. Aber der ist halt hierzulande richtig teuer. Also sag mal, zwischen 40 und 50 Euro sind da immer fällig. Und das ist das Teil einfach nicht wert. Da werdet ihr sicher zustimmen. Der Bausatz von Itellery, wie er hier steht, der ist gegenwärtig für ungefähr 24 Euro zu haben. Das finde ich auf jeden Fall angemessen für das Gebotene. Wie gesagt, ist kein High-End-Bausatz, aber eine schöne Grundlage und durchaus auch anfängerfreundlich. Da passt auch der Preis dazu. Man muss ja auch in diesem Hobby immer ein bisschen schauen, auch die Neulinge zu gewinnen und dann auch mitzunehmen. Ein Anfänger wird sich einfach keinen 80 Euro Bausatz von Dragon kaufen. Der wird vielleicht doch eher zu sowas greifen. So viel zu dem Bausatz. Damit wären wir am Ende dieser Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.